Hallo liebe Cats und herzlich willkommen zu diesem Video. Dass in Anime sehr gern englische Wörter verwendet werden, dürfte ja jedem aufgefallen sein. Aber anscheinend sind die Japaner auch Fans der deutschen Sprache, denn diese ist auch nicht selten in Anime etc. zu hören. Ich finde das ziemlich cool und deshalb zeige ich euch heute ein paar Anime und Co., in denen im japanischen Original Deutsch vorkommt oder deutsche Namen und so weiter. Viel Spaß! Ich möchte noch kurz anmerken, dass Deutsch vor allem für Japaner eine super schwere Sprache ist. Also fangt doch bitte nicht an rumzuhaten, wie scheiße sich das anhört, sondern freut euch halt einfach, dass es Deutsch in Anime gibt. Ich persönlich feiere das nämlich. So, wir fangen an mit einem bekannten Beispiel. Neon Genesis Evangelion. In Folge 8 spricht Asuka, die selber deutsche Wurzeln hat, mit ihrer Maschine Deutsch. Hört selbst. LCL Huyung, Anfang der Bewegung, Anfang des Nervenanschlusses, Auslöses von Linkskreisung, Synchrostadt. Auch im Anime The Angel gibt es eine Deutschszene, die etwas schwer verständlich ist, aber ich blende den Text ein. Ich trage Dunkelheit und ich will Licht. Die Laien empfange und ihnen im Namen von allen Engeln gegeben, die Magie und den Energiegeist verbauten. Es wird zur originalen Stelle zurückgegeben hat und es schläft ewig. Wir machen weiter mit Junibyo Demo Koiga Shitai. Dort sagt nämlich eine der Charaktere mal: Ich hab das zuerst gar nicht bemerkt, als mir plötzlich auffiel, Moment, ich schaue den Anime doch auf Japanisch. Das war aber auch nicht das einzige Mal, dass bei Junibyo Deutsch vorkam. Rika hat zum Beispiel eine Attacke namens Schwarzschild. Der nächste Anime, der mit rein musste, ist ja wohl klar, Attack on Titan. Hier kommen nämlich richtig viele deutsche Namen vor. Zum Beispiel Ackermann, Jäger, Springer, Franz, Christa, Rainer, Berthold und so weiter. Die drei Mauern heißen auch Rose, Sina und Maria. Und was viele von euch sicher auch bemerkt haben: Genau, im Intro kommt ein deutscher Satz vor. Aber nicht nur einer, sondern sogar relativ viele. Hört euch doch mal die Vollversion der ersten beiden Intros an und lest dabei den Text mit. Es ist so krass. Attack on Titan hat auch zwei komplett deutsche Songs namens Bauklötze und Vogel im Käfig, aber die werde ich jetzt hier nicht nochmal alle abspielen. Und das Lied So ist es immer ist halb Englisch und halb Deutsch. Ich finde das so geil. Na, wer von euch schaut gerade die 3. Staffel Tokyo Ghoul? Vielleicht ist euch da ja der deutsche Charakter Karen von Rosewald, wenn man ihn so ausspricht, aufgefallen. Der wirft immer mal wieder deutsche Wörter in den Raum, wie zum Beispiel: Servus. 何をしているのです? Cat hair. おかえり遊ばせ. Glorreich. Scheiße. Ich musste vor allem beim letzten echt lachen. Und auch im Intro zur 3. Staffel finden wir das Wort Schadenfreude, denn soweit ich weiß, gibt es dafür in anderen Sprachen kein Wort, weshalb sie das einfach von uns übernommen haben. Zumindest ist es im Englischen so. Und apropos Intro, auch in Miraniki hat sich da was eingeschlichen. Sa, 1, 2, 3. Beschwörungen auf Deutsch hatten wir ja schon so ähnlich, aber in Bleach gibt's da noch mehr. Mbappe unter der Erde schläft. Vereinige dich mit mir und werde meine Kraft. Anderberto einschließende Port. Schaff dich sofort auf. Zeige dich. Gut. In Sword Art Online wird zwar nicht direkt Deutsch gesprochen, aber Death Gun aus Staffel 3 trägt den Nicknamen Sterben. Und das halten die Protagonisten erstmal für Steven, bis sie dann herausfinden, dass das ein deutsches Wort ist. Und irgendwie haben es die Japaner auch mit dem Ausdruck. Das kommt im Anime Kill Me Baby Folge 1 nämlich auch vor. Dann möchte ich ein paar Anime aufzählen, die deutsche Titel tragen. Da wären zum Beispiel Elfenlied, Kämpfer oder Weißkreuz. Und um nur ein paar Games zu erwähnen, es sind aber noch mehr: Super Schwarzschild, Neugier, Umito Kase no Kodo oder Herzog 2. Was haben die mal mit ihrem Schwarzschild? Hören wir als nächstes mal in die Battle-Musik aus Blue Exorcist rein.
Das war jetzt auch nur ein kurzer Ausschnitt. Und noch ein Lied, nämlich aus dem Detektiv Conan-Film Die Partitur des Grauens. Dort gibt es ein Lied namens Mein Herz ist noch bei dir, komplett auf Deutsch. Der Text stellt die Liebe zwischen Ran und Shinichi dar. Hier ein kurzer Ausschnitt. Wen ich noch kurz erwähnen möchte, ist Deutsö, also Deutschland aus dem Anime Hetalia. Dort treten nämlich Länder in Menschenform auf, wenn auch ziemlich klischeehaft. Eine Szene habe ich dazu jetzt nicht wirklich, aber dafür wieder etwas Deutsch in seinem Character-Song I Am German Made. Schauen wir als nächstes eine sehr süße Szene aus dem Anime Ramen Daisuki Koizumi-san an. In Episode 6 kommt dort ein kleines deutsches Mädchen vor. Deutsch語 Nein, ich heiße Koizumi. Wie heißt du? Mama, ich hab meine Mutti vermisst. Mutti? Kein Problem. 今お店の人に言ってお母さんを探してもらいます。Bitte. Danke, ich daきます。Lecker! Mutti! Koizumi hat mir geholfen. Das nächste ist ein Vocaloid-Song namens Gift from the Princess Who Brought Sleep von Hatsune Miku. Die Charaktere in dieser Geschichte haben deutsche Namen, nämlich Margarita und Kaspar Blankenheim. Außerdem spielt das Wort Gift hier eine große Rolle. Da der Titel auf Englisch ist, könnte man ja meinen, es sei das englische Wort Gift für Geschenk gemeint. Aber im Laufe des Liedes stellt sich heraus, dass das deutsche Wort gemeint war. Ein cooles Wortspiel. Als nächstes hätten wir da Puella Magi Madoka Magica. Die ganze Serie weist erst einmal super viele Parallelen zu Goethes Faust auf, einem deutschen Werk. In Runen in diesem Anime lassen sich sogar unter anderem Auszüge aus dem Hexeneinmaleins lesen, das dort auch vorkommt, also in Goethes Faust. Viele Hexen haben hier deutsche Namen, zum Beispiel Kriemhild Gretchen, Octavia von Seckendorf, Gertrud, Elsa Maria, Gisela und so weiter. Außerdem gibt es eine Szene, in der Helfer der Hexe auf Deutsch reden. Es ist zwar sehr schwer zu verstehen, aber ich habe den Text gefunden. Kommen wir zum Schluss zu Sailor Moon. Ihr wisst es vielleicht von meinen Faktenvideos, aber ich erwähne es gerne nochmal. Sailor Mercurys Analysebrille ist teilweise auf Deutsch eingestellt, wie man auf dem Bild sieht. Unser Genie will außerdem in Deutschland studieren. Taiki liest ein Buch namens Die Schärfe von Vernunft. Und im Intro zu Super S sieht man im Hintergrund eine Karte mit Sternbildern, die alle auf Deutsch beschriftet sind. Dort lesen wir zum Beispiel Mikroskop, Kranich, Luftballon, Steinbock und so weiter. Ich finde das mega cool. So, ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr noch mehr Deutsch in Anime kennt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.